Good morning, guys. Another Sunday where I do my voiceover. I will show you my ATCs 10, 20, 20. So it means ATC a day, just trading cards in June, every day one, and will be 30, yeah? And I'm here at day 16 to 18. And I start here with the first one. And you could see me making from paper clay this little wall. With this, it's called Fimo. I'm using Fimo Light. You can put that into the microwave 10 minutes and it's done. And I love that because it's just done when you have an idea. You don't have to work on it so long, bake oven or let it dry, air dry. So just 10 minutes and you can work very spontaneously, and that's what I like with it. So first ATC, as I said, will be very textured here with this little wall. And when that comes out, I have to work on it, seal it here with acrylic varnish, because it's paper clay. I always say that when you work on it with that medium, it might start to get soft again and will lose its texture. So that's why I seal it here with an acrylic varnish, and then I can work on it using gesso, a layer of gesso, just to get a bit of tooth back. So, and then I will go in, of course, and put some nice paint on it. I'm working here with burnt sienna, and I put it on with a thick layer, really thick layer, and I will dry it very, very short, only short blast with my heat tool, and then I will remove it from the surface again. I only want to have I want to have most of it in this cracks. So, hallo ihr Lieben, guten Morgen. Ich werde euch heute 3 ATCs zeigen, und zwar immer noch im Rahmen vom ATC A Day 2020 von diesem Jahr. Ist also diese Artist Trading Cards, heißt also Tauschkarten, die im Juni jedes Jahr laufen. Das heißt 30 Karten insgesamt, und wir sind bei Tag 16 bis 18. Und meine erste hier, habt ihr gesehen, habe ich mit Fimo gemacht in einer Form, und zwar eine kleine Mauer. Das Fimo Light, das kann man ja sehr schön in der Mikrowelle machen. Das heißt, man kann spontan arbeiten. Es dauert nur 10 Minuten in der Mikrowelle, dann ist das fertig. Und ich versiegel das immer noch, die Oberfläche, mit einem Acrylic-Varnish, weil es einfach Papier ist letztendlich. Wenn du damit nassen Sachen drauf arbeitest, weicht das wieder auf. Darum einfach eine schöne Versiegelungsschicht drauf. Dann einfach wieder ein bisschen Gesso, um auch so ein bisschen Grip wieder zurückzukriegen, damit man eben drauf arbeiten kann. Ich habe dann eine fette Schicht von dem gebrannten Sienna genommen, Acrylic Paint, einfach, weil ich es auch wieder runternehmen wollte ein bisschen. Das meiste davon wollte ich natürlich in den Rillen haben. Das war mir wichtig. Und ich werde auch gar nicht viel mehr machen. Ich wollte speziell diese Mauer, und jetzt kommt noch diese Blume dazu, und die meisten von euch werden jetzt schon wissen, was das bedeutet. Ich versuche hier einfach herauszufinden, was sieht schöner aus, ein weißer Rand oder ein bunter Rand, dann mit den weißen Blättern. Deswegen mache ich beide und gucke mir dann an, was am besten aussieht. You could see me here, or you can see me here trying both flowers. I wanted to find out which one looks best on that wall, wall, and if it's the white frame or the colorful frame. And I will put the white frame on with the colorful leaves in it. It looks, it turns up, or it shows up much, much better than the other one. So, but first of all, I want to make this wall looking old. So I'm using here this green watercolor marker, go over and use my fingers to blend it out. And then you see the flower looks or shows up much, much more. But it was far too white for me, so I go over with a bit of grey, and that I think looks best.
So this is the word, and it's a German one called Mauerblümchen, but you have the same, it's wallflower, and we all know what that means. So a tiny bit of black was missing, so I go over with my fingers just on some raised areas, not a lot. So Mauerblümchen kennt ihr ja, brauche ich euch ja nicht erklären. Und dann habe ich jetzt hier noch ein bisschen Schwarz genommen, einfach um die eine oder andere Stelle noch ein bisschen ein bisschen schwarz zu haben. So, die nächste Karte, da mache ich so, oder versuche so ein Resist, das ist ein Polychromo. Der Polychromo Farbmarker, der ist ja, oder ja, Buntstift, der ist ja so ein bisschen ölig. Und wenn man da im Hintergrund erst etwas arbeitet, eine Form aufgibt, das bleibt dann mit Aquarellfarben hinterher sichtbar. Mehr oder weniger. Es ist jetzt nicht ein extremes Resist, aber ein bisschen. Ich finde das immer ganz schön. Mit manchen Effekten funktioniert es halt besser, mit anderen weniger. You know, I'm trying to work with a resist here. I'm using a Polychromo marker, and they are a bit oily, so when you draw with it on this, I'm using watercolor paper with it, on that watercolor paper with putting down a shape, a form, whatever. You will get a bit of a resist when you're working with watercolors. And what I do here, I'm using an eraser to go over these Polychromo areas just to get the watercolor off my little flower here. And it works quite good. Of course, it is not white, but I really like this watery look, and so, but I'm working on it with with ink pens and with other markers just to work this flower out. I think I will use, I do use pastels from Durban, so just a bit of pastels and blend them out. That's all what I do. Ich habe dann hier ihr habt gesehen, mit dem Radierer habe ich auf dem Weiß gearbeitet, einfach um die Aquarellfarbe von dem Weiß noch mehr runterzukriegen. Und ihr habt ja gesehen, dass das funktioniert. Ich finde diese Technik ganz, ganz gut. Ich mag die ganz gerne. Natürlich, wie gesagt, du kriegst jetzt nicht diesen extrem weißen Effekt. Aber wie gesagt, ich mag diesen bisschen Wishy-Washy-Effekt. Was ich einfach schön finde, ist, dass ich die komplette Farbe, wie die Hintergrundfarbe auch im Vordergrund dann ein bisschen auf der Blume habe, wo dann die freien Flächen sind. Das gefällt mir ganz gut, und es gibt so ein bisschen ein diffuses Aussehen, was gefällt mir eigentlich sehr gut. So, what I just said with this technique, what I like is that you have this background color I used on the whole card, even on my little flower where the areas of white are not that obvious, and it gives the whole thing a bit of a diffused look, and that's what I really like. So a bit of doodling, can you call it doodling, here and there, and bits and bobs with my black ink marker on the lines, just to loosen it up a bit, to make it look more unserious, not that serious, ja. So, und dann habe ich hier noch ein paar von meinen Kringeln gemacht, hier und da ein paar Linien, Striche, einfach um das Ganze auch aufzulockern und nicht so ein ernstes Aussehen zu geben. Ein bisschen stempeln hier mit meinem Script Stamp, und das war's dann. Tiny bit of script stamping here, and that's it. So the next one, I'm starting with my Polychromo in white as well. And what I do here, I wanted to do a watercolor beach scene, and I thought the clouds and the waves would be great with the white background, just to get the highlights before you paint the actual motive. Ich habe dann hier angefangen erst mit meinem Polychromo wieder, mit Weiß, und wollte hier eine Strandszene machen mit Aquarellfarben wieder, und habe im Prinzip jetzt erst die Highlights gesetzt, da wo ich eben die Wellen haben wollte und da wo ich Wolken haben wollte. Das funktioniert auch gut. Ja, ich meine, das ist schwierig zu sehen, wo hat man die gesetzt. Man muss immer so ein bisschen schräg gucken, aber es geht. Und
jemand, der da wesentlich besser mit ist, der kriegt auch diese Wellengischt besser hin. Aber für mich ist das absolut okay. Ich fand es eigentlich schon ganz super. So, also bisschen mehr, kleines Stück Strand und dann im Hintergrund die Wolken, die horizontale Linie auf jeden Fall. Und ich werde dann gleich noch ein bisschen Gestrüpp zeichnen. So, jetzt gehe ich aber erst wieder mit meinem Radierer drüber, einfach um die weißen Stellen, um die Aquarellfarbe von den weißen Stellen mehr runter zu radieren. Ihr könnt ja sehen, das wird jetzt in diesem Fall wesentlich weißer, weil ich habe wesentlich stärker aufgedrückt mit meinem Stift, mit dem Polychromo am Anfang. You know, I'm going over with my eraser again now on over this white highlights I put in with the Polychromo before, and you could see the wave areas. It's much more defined, much whiter, because I pressed my Polychromo onto the paper much harder. So, and for the plants here at the beach, or dune, what do you call this? We call it Dünengrass or Dünenhafer, Strandhafer, I think we call it. I don't know what you call it in English. But what I wanted here, I wanted to try working with watercolors actually with a palette knife, and it works, of course. Why shouldn't it? So I put my watercolor here on the paint onto my craft mat, and what I do, dab it into, is a bit difficult. I scrape it off with my palette knife, and that works. Ich habe dann hier mit dem Palettenmesser gearbeitet und Aquarellfarben. Funktioniert auch. Ich habe das hier auf meine Kraftmatte aufgegeben. Was natürlich wesentlich schwieriger funktioniert, ist, wenn du deine Palettenmesser da rein tauchst. Ich habe das im Prinzip so aufgekratzt und dann aufgegeben. Das funktioniert besser. Bekommst du einfach mehr auf dein Palettenmesser. So, tiny bit of whatever these big things at the end are, and that's it actually. Ich habe dann hier noch ein bisschen von diesen Früchten oben, ich weiß gar nicht, dieses Schilfzeug, weil es ist jetzt gar kein Strandhafer mehr, sondern Schilf, aber wurscht. Das ist ja Kunst, und Kunst ist frei. Ich kann hier machen, was ich will. Das ist so schön. What I wanted to achieve here, I cut it. It's an ATC, and it's a 2.5 by 3.5 inch. So, but I wanted to achieve this watercolor picture look with these wide edges. So I had to cut a tiny bit off the edges, and then I glued again on a 2.5 and 3.5 inch background card, and that's it. Ich habe dann hier noch, ich wollte einfach so diesen Aquarell-Look, Aquarell-Bild-Look haben, und da ich ja in der Größe bleiben muss mit einem ATC, habe ich einfach rechts und links was abgeschnitten und dann nochmal auf eine 2,5 Inch mal 3,5 Inch draufgeklebt, und so habe ich wieder die richtige Größe. So, this is the close-up already, guys. So I say thanks so very much for watching. I hope you like it, and if so, please don't forget to leave me a thumbs up, and a comment would be so very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Take care, be careful, guys, and don't forget to stay creative. So, bye-bye, guys. Ihr Lieben, ich danke euch ganz herzlich fürs Schauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so ist, lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich riesig freuen. Ja, und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch alles Gute, eine tolle Zeit. Passt bitte auf euch auf, seid vorsichtig. Aber vergesst niemals, immer schön kreativ bleiben. Also macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Tschüssi.